Ich bin auf der Suche nach dem idealen Mikrofon für Voice-Overs und Podcasts. Es sollte nicht zu teuer sein und gleichzeitig möglichst unempfindlich gegenüber Umgebungsgeräuschen. Gibt's sowas? Das erfahrt ihr jetzt. Tag zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht schon, wir sind heute in einer etwas ungewöhnlichen Umgebung und zwar hier in unserem kleinen Ü-Wagen. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Reisemobil zugelegt, das ich aber vor allem nutze, um damit beruflich unterwegs zu sein. Also zum Beispiel bei Interviews, ich bin ja Hörfunk- und Fernsehjournalist, möglichst unabhängig zu sein, zum Beispiel von Hotels und anderen Übernachtungsmöglichkeiten und gleichzeitig aber auch einer Möglichkeit eben möglichst hier drin arbeiten zu können und natürlich auch zum Beispiel Hörfunkschalten von hier aus direkt machen zu können. Und da bin ich schon gleich von Anfang an eben auf die Suche gegangen nach einem idealen Mikrofon, das sich möglichst gut eignet in dieser nicht so ganz idealen Audioumgebung wie hier. Also in einem Studio ist ja eine relativ kontrollierte und abgedichtete Atmosphäre, beziehungsweise so eine halt studioartiger Klang dann eben auch, und das ist natürlich hier nicht der Fall. Das heißt, ich brauche hier schon auch ein besonderes Mikrofon. Ich habe bisher mein ganz normales Reporter-Mikrofon genommen, aber das ist nicht so ideal. Und deswegen habe ich mir 3 Mikrofone ausgeliehen. Die haben mir die Hersteller Gott sei Dank und vielen Dank dafür nochmal ausgeliehen, damit ich mir mal ein richtiges Bild oder besser gesagt einen besseren Höreindruck, einen guten richtigen Höreindruck machen kann. Und zwar 3 Mikrofone habe ich mir also ausgeliehen und das ist hier zum einen von Rode das PodMic. Das ist noch relativ neu. Dann hier in der Mitte, das ist so der Klassiker, das ist ja das Shure SM7B. Da werden reichlich und viele Podcasts mit aufgenommen. Und hier auf der rechten Seite, das gibt es schon ein bisschen länger, das ist das Procaster, auch von Rode. Alles 3 dynamische Mikrofone und ich denke, das ist auch so ideal eigentlich für diesen Anwendungszweck hier, weil dynamische Mikrofone, die brauchen zum einen relativ viel Schalldruck. Das heißt, man muss schon relativ laut sprechen, beziehungsweise man muss relativ nah rangehen. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss auch, dass Umgebungsgeräusche, und darauf kommt es mir natürlich auch vor allem an, möglichst nicht so laut zu hören sind. Und deswegen habe ich mich eben jetzt hier mit unserem Ü-Wagen an eine belebte Straße gestellt und vielleicht hört ihr im Hintergrund auch immer mal wieder das eine oder andere Auto entlangfahren oder das eine oder andere Kind sprechen oder rufen oder spielen. Das ist genau das, was ich hier eben gerne testen möchte. Und also diese 3 Mikrofone, die nehmen hier meine Sprache im Moment auf. Ich schalte jetzt während dieses Videos immer mal wieder hin und her zwischen den 3 Mikrofonen. Und gleichzeitig habe ich aber noch das Mikrofon, das ich hier immer benutze, normalerweise auf meiner Kamera, nämlich das Sennheiser MKE 600. Das ist ein Shotgun-Mikrofon, also ein Richtmikrofon, ein Kondensatormikrofon. Diese drei hier, die sind eben dynamische Mikrofone, das sagte ich schon. Die Kondensatormikrofone, natürlich benutzt man eigentlich vor allem deswegen, oder auch deswegen, sagen wir mal, weil die eben sehr, sehr klaren Klang aufnehmen, weil die sehr, sehr genau im Prinzip das abbilden, was man eben, was da so in der Umgebung zu hören ist. Für Voice-Overs und für Podcasts, da habe ich im Studio ein relativ hochwertiges Mikrofon, das ist das AKG C414, das ist auch so ein Klassiker, ist auch ein Kondensatormikrofon, ein sogenanntes Großmembran-Kondensatormikrofon, also das ist schon richtig wuchtig und schwer, es eignet sich hier für diesen Zweck eigentlich nicht, es ist nämlich relativ empfindlich und es nimmt auch sehr, sehr exakt das auf, was man eben hört, was da in der Umgebung eben ist, und das will ich hier eigentlich nicht. Es kommt mir hier eben vor allem auf den Klang der Stimme an. Es kommt mir vor allem hier darauf an, dass die Stimme, also das, was ich eben sage, möglichst laut aufgenommen werden soll und alles, was hier drumherum ist, also selbst wenn ich jetzt irgendwo auf einer Messe zum Beispiel stehen würde oder so und die Umgebungsgeräusche laut wären, dann möchte ich das eigentlich nicht hören. Gleichzeitig soll aber natürlich die Qualität der Stimme möglichst gut sein. Und ich, ganz ehrlich gesagt, bin jetzt kein großer Freund von diesem typischen amerikanischen Radiosound. Und da gibt es viele Mikrofone, die gerade so in dieser Klasse hier spielen, die sich so anhören. Die hören sich dann so an, wie halt so ein Radiosender in Amerika sich anhört. Das ist Geschmackssache, ganz klar. Ich mag das nicht. Ich mag es gerne, wenn die Stimme möglichst klar, möglichst präzise, möglichst ohne irgendwelche Verfärbungen klingt. Und deswegen bin ich gespannt, welches dieser 3 Mikrofone
da so am nächsten kommt. Ich gucke immer mal wieder hier in die 3 einzelnen Mikrofone rein und spreche dann eben auch da rein, damit dann man hören kann, welches sich denn jetzt tatsächlich am besten anhört. Und ich schalte immer mal wieder hin und her, um auch so ein bisschen testen zu können, wie die Umgebungsgeräusche sind. Ich nehme das Ganze auf, nicht in die Kamera hinein, sondern mit einem Audiorekorder, einem externen Audiorekorder. Und zwar ist das hier der Tascam DR70D. Das ist ein Gerät, das jetzt nicht so im ganz hohen Preisbereich spielt, aber auch nicht so ganz günstig ist. So im, ja, ich würde sagen, so im mittleren Bereich. Das ist für meine Zwecke wirklich ideal, schön leicht, gut zu bedienen, hat 4 XLR-Eingänge, also ich kann mehrere Mikrofone auch anschließen, benutze es sowohl für meine Hörfunkinterviews, die ich mache, als auch, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und irgendwas drehe. Der Audiorekorder kann die 3 Spuren in dem Fall. Er kann sogar 4, aber er kann die 3 Spuren getrennt voneinander aufnehmen, sodass ich jetzt im Video später hin und her schalten kann und man dann einfach auch wirklich nur isoliert jeweils das Mikro hören kann, in das ich eben gerade spreche. Und deswegen drehe ich mich eben, wie gesagt, auch immer mal hin und her, damit man ja so auch praktisch richtig hört, wenn ich in das Mikrofon direkt hineinspreche, weil das ist natürlich ja dann auch die Richtung, die man dann normalerweise beim Sprechen benutzt und nicht hier in die Kamera guckt. Dann würde ich ja im Prinzip so ein bisschen zur Seite gucken und dann wäre das ja ein bisschen unfair, wenn man die Mikrofone beurteilen will. Interessant bei diesen 3, die ich finde sehr, sehr ähnlich klingen, nicht richtig gleich, aber schon sehr ähnlich klingen, ist, dass der Preis recht unterschiedlich ist. Dieses PodMic hier von Rode, das ist ein echter Preisknaller, das kostet so um die 100 Euro. Manchmal hat man Glück, das kriegt man es für unter 100, aber im Moment kostet es so 120 Euro ungefähr. Hier das Shure, das ist relativ teuer, das kostet, ja, so, man muss immer mal gucken, zwischen 400 und 600 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Aber es ist natürlich ja auch tatsächlich ein echter Klassiker. Aber das lässt sich die Firma natürlich auch nach wie vor bezahlen. Und das dritte hier im Bunde, das ist eben das Procaster von Rode und das kostet so ungefähr ja, 160, 170, manchmal auch an die 200 Euro. Also ein bisschen teurer. Ich würde mal sagen, ja, so 1,5 Mal so viel wie hier dieses PodMic. Und interessant ist jetzt natürlich, lohnt sich das? Also das heißt, gut, dieses Mikrofon, das ist wahrscheinlich einfach das hochwertigste von den 3. Aber lohnt sich das wirklich? Lohnt sich ein Preisunterschied von, na, sagen wir mal, ungefähr mindestens 300 Euro oder 350 Euro zwischen diesen beiden zum Beispiel hier? Weil ich finde, dass zum Beispiel eben hier 100 Euro für so ein dynamisches Mikrofon, das ist schon eine echte Ansage. Wenn man sich die 3 Mikrofone nochmal genauer anguckt, die sind relativ simpel gehalten. Das heißt, man kann nicht allzu viel machen, man kann nicht allzu viel einstellen. Wenn man ganz ehrlich ist, beim PodMic und beim Procaster kann man es überhaupt nicht, kann man gar nichts einstellen. Beim Shure SM7B, da hat man hinten Einstellmöglichkeiten. Ich habe das jetzt im Moment so ein bisschen, ich habe die Präsenzeinstellung, ich habe die Präsenz angehoben, das ist die mittleren Frequenzen angehoben, weil ich denke, dass ich will ja testen, wie hört sich das sozusagen für meinen Geschmack an und da denke ich, kommt das am nächsten den beiden anderen, wenn ich das so einstelle. Und das war es dann aber auch. Mehr kann man da nicht machen. Insgesamt finde ich, ist das natürlich schon ziemlich toll gebaut hier, das Mikrofon. Man hat zum Beispiel hier diesen separaten Anschluss für den XLR-Stecker. Der ist hier so separat und auch mit richtig in Metall ausgeführt. Also das ist schon richtig hochwertig und das ist so richtig Studio-like. Hier beim PodMic, da ist das ein bisschen einfacher. Das heißt, man steckt das hinten rein und das Kabel und dann ja, ist es drin. Hier auch beim Procaster von Rode. Ja, das war es eigentlich schon. Die 3 Mikrofone sind unterschiedlich, ganz klar. Im Preis, auch was die Leistung angeht, was die Frequenzgänge angeht und so weiter. Was so die Bauart angeht, was die Bauqualität, sagen wir mal, angeht, finde ich die nicht so sehr weit auseinander. Sind alle 3 sehr, sehr stabil gebaut, aus Metall, können richtig was aushalten. Das heißt, das ist auch nochmal mit so ein Faktor, der für mich ganz wichtig ist, weil ich ja hier, wenn ich das Mikrofon hier unterwegs benutzen will, natürlich das nicht so mit Samthandschuhen anfassen kann und das wahrscheinlich auch nicht werde. Wenn ich zum Beispiel auf einer Messe bin, geht oft alles relativ schnell. Wenn ich irgendwas aufnehmen will, dann muss ich das relativ schnell aufbauen und aufnehmen oder eine Schalte habe, dann geht das alles relativ zügig und
Da müssen die Geräte schon was aushalten, also die sollten schon professionell sein. Das sind die auch alle drei, ganz egal, auch hier wirklich das eben für um die 100 Euro. Ich blende euch jetzt mal hier die technischen Daten ein. Wenn ihr euch das weiter interessiert, dann könnt ihr ja mal kurz Pause machen, könnt ihr das in Ruhe lesen. Was mich natürlich am meisten interessiert, ist zum Beispiel das günstigste hier im Vergleich zum teuersten. Wie verhält sich das? Lohnt sich das wirklich? Lohnt sich dieser Preisaufschlag tatsächlich? Lohnt es sich, so viel Geld mehr auszugeben? Für mich jetzt ganz konkret, lohnt es sich eben so viel Geld mehr auszugeben, um dieses Mikrofon eben anzuschaffen? So, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck auch vermitteln können von meinen Tests hier mit diesen 3 Mikrofonen und am besten, wenn ihr die verschiedenen Tonbeispiele jeweils hören möchtet. Ich habe euch ja eingeblendet, welches Mikrofon man jetzt gerade gehört hat. Dann würde ich euch empfehlen, setzt euch am besten einen Kopfhörer auf. Dann könnt ihr es am besten beurteilen, welches Mikrofon am besten klingt. Für euch am besten klingt natürlich. Ich muss mir die Aufnahmen jetzt erstmal anhören. Also ihr habt hier sozusagen einen Live-Test mitbekommen, einen von vielen Live-Tests mitbekommen, die ich mit diesen 3 Mikros gemacht habe, in verschiedenen Umgebungen, in denen ich so bin. Aber diese hier in unserem Ü-Wagen, das ist mir schon die wichtigste. Also für diese Umgebung habe ich eben auch tatsächlich oder suche ich eben tatsächlich auch ein Mikrofon. Ich lasse diese Technik hier nicht im Wagen drin, sondern das ist auch nochmal mit ein Punkt. Das Mikrofon muss mit dem Arm zusammen und dem Audiorekorder in eine kleine Tasche passen und dann, weil ich nehme es immer, wenn ich weggehe oder so, wenn ich rausgehe, nehme ich das alles mit und nur wenn ich zum Beispiel auf eine Messe fahre oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann sind diese technischen Dinge eben hier mit dabei. Das heißt, das ist auch nochmal mit so ein Faktor. Also, urteilt selbst, welches der Mikrofone euch am besten gefällt und mich würde sehr interessieren, für welches ihr euch entscheiden würdet und auch für welche Einsatzzwecke ihr dieses jeweilige Mikrofon dann benutzt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!